Wenn viele ein Gewinde sehen, denken sie sofort an Schneiden. Werkzeug rein, Material weg, Gewinde fertig. Aber genau das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ein Gewinde kann auf unterschiedliche Weise entstehen, durch Zerspannung oder durch Umformung. Beim Gewindeschneiden wird Material abgetragen, das Werkzeug entfernt Werkstoff. So entsteht das Gewindeprofil. Beim Gewinderollen oder Gewindewalzen wird das Material nicht abgeschnitten. Das Gewinde entsteht also nicht durch Spanbildung, sondern durch Verdrängung des Werkstoffs. Gewindeschneiden ist ein wichtiges und sinnvolles Verfahren. Es ist flexibel, zum Beispiel bei kleineren Stückzahlen, besonderen Abmessungen oder Anwendungen, bei denen ein umformendes Verfahren nicht sinnvoll oder nicht wirtschaftlich ist. Geschnittene Gewinde sind also nicht automatisch schlechter. Sie folgen nur einem anderen Herstellprinzip. Beim Gewindewalzen wird das Rohteil zwischen Werkzeugen unter hohem Druck umgeformt, bis das Gewindeprofil entsteht. Beim Gewindeformen passiert im Grundsatz dasselbe im Inneren einer Bohrung. Auch dort wird das Gewinde nicht spanend erzeugt, sondern durch Druck in das Material eingeformt. Deshalb entstehen dabei keine Späne. Und genau das ist einer der großen Vorteile, denn die Fertigung bleibt sauberer. Es gibt keinen Spanabfall im Gewinde und gerade bei Sacklöchern kann das in der Praxis ein echter Vorteil sein. Dazu kommt, bei der Umformung bleibt der Werkstofffluss erhalten. Das Material wird nicht zerschnitten, sondern in Form gebracht. Durch die hohe Reibung beim Umformen braucht der Prozess in der Regel sehr gute Schmierbedingungen. Fehlt diese Schmierung, steigen Belastung, Verschleiß und die Gefahr von Problemen im Prozess. Und noch ein Detail ist wichtig, das oft übersehen wird. Beim Innengewindeformen ist der Kernlochdurchmesser in der Regel größer als beim Gewindeschneiden. Das liegt daran, dass das Material nicht entfernt, sondern verdrängt wird. Das Volumen muss also beim Formen Platz finden. Auch deshalb darf man Gewindeschneiden und Gewindeformen nicht einfach gleich behandeln. Bei Außengewinden kommen je nach Aufgabe verschiedene Walzverfahren zum Einsatz, zum Beispiel für kurze Gewinde oder für längere Gewindestangen. Gerade in der Massenfertigung von Schrauben, Bolzen oder Spindeln ist das wirtschaftlich interessant, weil hohe Stückzahlen mit gleichbleibender Qualität möglich sind. Der entscheidende Punkt lautet also, ein Gewinde kann durch Zerspanung oder durch spanlose Kaltumformung entstehen, außen zum Beispiel durch Schneiden oder Walzen, innen zum Beispiel durch Schneiden oder Formen. Und damit endet das Thema nicht bei der Herstellung, denn ein Gewinde ist später Teil einer Schraubverbindung. Dabei spielen auch Reibung und Oberflächenzustand eine wichtige Rolle. Dasselbe Anziehdrehmoment führt deshalb nicht automatisch zur gleichen Vorspannkraft. Warum das so ist und welche Rolle die Reibung dabei spielt, haben wir in unserem anderen Video genauer gezeigt. Schau oben in die Infokarte oder in die Beschreibung. Wenn man das einmal verstanden hat, sieht ein Gewinde plötzlich nicht mehr simpel aus, sondern wie das, was es tatsächlich ist. Ein präzises Funktionselement, dessen Herstellung, Oberfläche und Werkstoffverhalten später mitentscheiden, wie zuverlässig eine Verbindung funktioniert.